Hallo, liebe Leute da draußen. Ich bin's wieder, euer Dave. Und ja, wir haben heute den zweiten Teil des Tutorials und wir werden fertig. Also es gibt nur zwei Teile. Es ging doch etwas schneller als gedacht. Ich zeige euch mal das Endresultat. Und ich finde, es ist sehr gelungen. Es sieht sehr realistisch und sehr cool aus. Und wie wir natürlich zu dem Weg hinkommen, das habe ich euch natürlich wieder in dem nächsten Video mit dabei. Und zwar der Aschenbecher, die Zigarre und dann eben am Ende noch der Rauch und der Hintergrund. Und das ging dann doch alles relativ schnell, in Anführungsstrichen. Und ich lasse für euch wieder das Video in zweifacher Geschwindigkeit laufen, so wie das erste auch. Dann habt ihr da die gleiche Geschwindigkeit, das gleiche Pacing und könnt da einfach das Möglichste rausziehen. Wir sehen es ja eh schon im Hintergrund. Ich nehme das immer schon schön nah ran für euch und so, damit ihr einfach so viel wie möglich lernen und sehen könnt. Und da zeige ich euch einfach schonungslos einfach alles, was ich da so treibe. Und das, denke ich mal, ist doch eine coole Sache. Da kann man am meisten von lernen. Ich hätte mir sowas damals wirklich gewünscht. Es gibt schon viele YouTuber und Airbrusher, aber es sind meistens Videos, wo nicht alles gezeigt wird, wo meistens nicht das gezeigt wird, was mich damals interessiert hat. Und ich hoffe, dass ich mit sowas einfach für euch das Ganze wunderbar abdecken kann und dass ihr das meiste daraus ziehen könnt. Und da könnt ihr mir natürlich behilflich sein mit einem Daumen nach oben, mit Liken, Abonnieren und drunter kommentieren. Das ist doch das Beste, was ihr machen könnt. Und klar, wenn ihr Bock habt, mich dann noch finanziell unterstützen zu wollen, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Da sind alle Infos in der Infobox. Und wenn wir gerade dabei sind, ich habe ja noch ein Video vor kurzem gestartet mit dem Aufruf. Es haben sich schon ein paar Leute gemeldet. Was ich sehr geil finde, sind schon ein paar coole Bilder zusammengekommen. Und schickt mir mehr. Schickt mir noch mehr, dann habe ich einfach mehr für das Video. Und da keine Scheu zeigen. Wie gesagt, da war auch schon jemand, der als kompletter Anfänger mir Sachen geschickt hat, was ich sehr cool finde und sehr viel Respekt an der Stelle. Sowas auch zu schicken ist nicht einfach, denke ich mir. Und auch jemand, der nur Schablonen macht, die selber Zeichentablet macht und quasi dann ausdruckt und so. Also auch richtig coole Sachen. Sieht auch richtig geil aus, kann ich schon jetzt sagen. Hat einen ganz eigenen Style, aber richtig cool. Und ja, schickt mir mehr Bilder. Dann kann ich da ein geiles Video zu machen. Dann können wir uns die mal gemeinsam anschauen. Also hier nochmal ein kleiner Appell dran. Schickt mir bitte eure ganzen Artworks, die ihr gerne zeigen möchtet. Auch gern anonym, wenn ihr wollt. Das ist auch gar kein Thema. Aber wie gesagt, da bin ich eigentlich schon ganz froh, dass überhaupt was reingekommen ist. Und ja, es darf mehr sein. Traut euch. Ich will mehr, immer mehr. Auf jeden Fall. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Und in dem Fall würde ich jetzt sagen, gehen wir wieder an das wunderbare Tutorial für euch. Und dann schauen wir uns an. Warum ich es jetzt hier nicht stehen habe, ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe es schon weil es natürlich so ein Leinwandkarton ist, habe ich den auf Hänger hier. Weil das ein Leinwandkarton ist. Ja, ich habe hier gerade welche drüben. Gerade so einer hier. Das sind jetzt ein bisschen kleinere. Die sind ja recht dünn und die passen hervorragend in den Bilderrahmen. Und den habe ich halt schön in den Bilderrahmen reingepackt und bei mir schön an die Wand gehängt. Da blende ich euch auch mal kurz ein Bild ein. Und das ist ziemlich cool. Und dann finde ich schon mittlerweile fast angenehmer wie die ganzen Leinwände, weil die doch ja, so sperrig sind und so groß. Und da hat man mit so einer Leinwandkarton irgendwie schon was ganz Geiles. Also ich habe es jetzt, da haben wir mal einfach so, damit ihr das mal seht. Ja, ich finde sie richtig cool. Also ich hatte die nicht so lange gar nicht auf dem Schirm. Ich habe sie zweimal wieder gesehen, habe gedacht so, brauche ich nicht, will ich nicht. Und da habe ich mir irgendwann gedacht so, jetzt probierst du halt einfach mal aus, guckst dir mal so einen Karton an. Und ja, gefällt mir fast besser wie die normalen Leinwände. Kann ich irgendwie gescheit damit arbeiten. Und wie gesagt, ich finde es cool, die nachher noch in so einen Bilderrahmen reinzupacken. Das sind die nochmal extra geschützt und passt zu dem Bild jetzt ganz geil, weil es noch einen schwarzmatten Rahmen hat und dann sieht es irgendwie schon cooler aus. Nochmal ein Stück edler, wenn man es möchte. Mit oder ohne Glas, wie man will. Und genau.
Dann würde ich jetzt sagen, ihr lieben Leute da draußen und auch nicht so netten, ab zum Maltisch und reingehauen. Na, lieber nicht, da sieht man meinen ganzen Müll dahin. So, ihr Lieben, da sind wir am Maltisch und als allererstes werden wir jetzt wieder abmaskieren. Da seht ihr, da habe ich schon das Skalpell in der Hand. Ja, wie gesagt, ich habe es ja öfters gesagt, ich bin nicht so der Fan von vielem Abmaskieren generell, aber es ist natürlich ein hilfreiches und auch ein gutes Tool. Also ich benutze es natürlich auch, so ist es nicht. Und ich versuche trotzdem gerne viel Freihand zu machen, weil es einfach ein bisschen stimmiger für mich aussieht. Aber hier, wie gesagt, maskiere ich jetzt eben nur ab, damit das Glas eben nicht voll wird, damit es gar kein Overspray abkriegt, weil ich möchte einfach nicht, dass es dreckig wird. Und da könnt ihr mal schauen, von anderen Projekten habe ich eben meistens immer noch was übrig und ich schmeiße die Dinger nicht weg, weil, wie ihr genau jetzt seht, benutze ich genau so ein Abfallstück, was ich mal von einem anderen Projekt genommen habe oder so und kann es für solche Abdecksachen perfekt nutzen. Und hier eben nochmal ein bisschen Nacharbeit am Aschenbecher, da beim Fortskizzieren habe ich das eben nicht ganz gut erkannt. Jetzt gucke ich mir das Referenzbild eben nochmal genauer an, um das eben nochmal für mich ein bisschen gescheiter nachzumalen. Und das ist ein bisschen schwierig bei dem Aschenbecher aus einem Grund, weil das Referenzbild ist jetzt nicht das Beste von der Auflösung her. Und ich erkenne nicht genau, was für eine Struktur oder Form der Aschenbecher eigentlich hat. Ich glaube, der ist viel so kantiger in sich selber, aber ich lasse ihn jetzt da einfach mal runter, weil es ist für mich dann generell einfacher und setzt dann halt trotzdem die Spiegelungen rein. Das habe ich mir jetzt einfach so rausgenommen, das die künstlerische Freiheit, um ehrlich zu sein, um es da einfach einen Ticken leichter zu machen. Und wie ihr seht, es geht jetzt schon wieder gehörig los mit der Freihandarbeit. Da schauen wir eben, dass wir jetzt eben mal alles ein bisschen vorlegen und da natürlich auch wieder die Schwierigkeit bei Glas, dass es halt stimmig und gut aussieht. Ist auch eine schwierigere Sache, aber nicht ganz so zeitaufwendig jetzt wie das Whiskyglas. Wir brauchen nämlich hier für den zweiten Teil genauso lang für die anderen Bestandteile nachher, wie wir insgesamt für den ersten Teil gebraucht haben, was ich ganz witzig finde. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber es ging dann doch relativ flott. Jetzt muss ich kurz was trinken. So. Und da war ich doch auch erstaunt und eigentlich dachte ich mir eigentlich gar nicht schlecht, so haben wir nur 2 Teile. Und dann packen wir den Rest. Im End für sich ist es ja nur noch der Aschenbecher und die Zigarre und der Hintergrund und der Rauch. Aber das geht dann alles ein bisschen schneller. Und da müssen wir halt jetzt einfach schauen, dass wir hier so gut wie möglich am Referenzbild dranbleiben und die ganzen Spiegelungen und einfach, also ich versuche immer so einen Bereich vom Bild mir visuell rauszupicken und es dann nachzumalen. So schaue ich halt, dass es dann halt so viele Details wie möglich drin hat und es danach dann halt auch so realistisch wie möglich aussieht. Und dann schaue ich natürlich immer weiter, dann wenn ich so einen kleineren Part gemacht habe, wie der dann so im Gesamten aussieht. Also da muss man einfach ein Gefühl für kriegen und dann müssen wir uns das Ganze einfach dann mal genauer anschauen. Aber es sieht schon, also wenn man das so Step by Step macht, so immer so Bereich für Bereich, dann läuft man auch nicht Gefahr, da an dem Ganzen irgendwie so die Orientierung zu verlieren. Und das kann euch dann durchaus helfen. Und wie gesagt, da finde ich Abmaskierschablonen auch richtig super. Wir werden auch nachher noch deutlich mehr abmaskieren. Da werdet ihr euch wundern, so was ist da los? Jetzt maskiert er hier so viel ab. Also wie gesagt, versteht mich da nicht falsch. Also ihr könnt so viel abmaskieren, wie ihr wollt. Das ist gar nicht böse gemeint oder so. Ich finde es völlig legitim und auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt ja den Aufruf gestartet. Da sind schon einige Sachen dabei und auch ein Kollege, der macht relativ viel mit Abmaskierschablonen. Der bastelt die sich selber. Da habe ich jetzt bloß gerade den Namen nicht im Kopf. Aber die Bilder zum Beispiel sehen auch richtig geil aus. Die haben so einen ganz eigenen Style. Und das finde ich schon richtig cool. Also da
dürft ihr mich nicht falsch verstehen, sondern ich finde, die haben genauso ihre Berechtigung und alles. Das ist eigentlich nur eine eigene Geschmackssache. Wenn wir gerade dabei sind, schickt mir weiter Sachen. Also es sind bis jetzt 4 Sachen reingekommen. Und da brauche ich noch ein bisschen mehr Futter, sonst lohnt sich ein Video nicht. Also schickt mir eure Sachen. Schicken. Dann kann ich da ein geiles Video machen zu. Genau, jetzt konzentrieren wir uns mal noch weiter auf den Aschenbecher. Da werden wir jetzt nämlich erstmal wieder alles mit Weiß verarbeiten. Dann wieder mit Schwarz, dann wieder ein bisschen mit Weiß, glaube ich, so ein bisschen, dass einmal so halbwegs so von allem passt. Und dann färben wir das Ganze eben wieder ein. Und wir haben natürlich die gleichen Farben wie bei den anderen Sachen. Das soll ja auch identisch aussehen. Und zwar haben wir dann da wieder das Ockergelb, Ockergold war es. Ja, ich glaube Ockergold und das Weinrot als transparent und die 2 Schwarz-Weiß-Töne. Hier kommt halt, in dem separaten Teil kommt nur noch eine Farbe dazu und das ist die Candy Braun. Und dann haben wir eigentlich nur 3 Töne und Schwarz und Weiß und haben das ganze Bild damit gemacht und das ist schon ziemlich geil. Also da sieht man mal, wie viele Mal auch wieder, was ich immer meine mit dem transparenten on the fly mischen auf der Oberfläche. Damit kann man noch so viele Untertöne kreieren und so und das ist halt das Coole an den transparenten Tönen. Ich sagen, wir brushen jetzt mal das ganze Ding einmal schwarz und weiß fertig. Wie gesagt, das ganze Video läuft in 2-facher Geschwindigkeit, so wie das andere auch, damit man noch genug sieht, aber auch nicht, dass das Ding ewig lang wird. Dauert 1 Stunde ungefähr, habe ich gesehen, grob. So ungefähr ähnlich lang wie das andere Video und dann würde ich mich jetzt auch melden, wenn wir wieder ans Einfärben gehen und dann werden wir das jetzt Ganze hier mal schön schwarz-weiß machen.
So, jetzt sehen wir hier schon mal, wie das Ganze langsam Form und Farbe annimmt. Was hier die ganz besondere Schwierigkeit war bei dem Ganzen. Dadurch natürlich, dass der ganze Aschenbecher so ein Bergkristall oder Kristallglas ist oder was auch immer, spiegelt sich da so viel Zeug drin. Aber man sollte halt trotzdem noch, das sollte halt trotzdem noch aussehen wie ein Aschenbecher. Und auch da die Bestandteile, wo halt der Boden ist und so. Das ist zwar in sich schon alles gespiegelt, aber hier ist halt auch mit dem Schatten und Licht halt mega schwierig, das so zu deichseln, dass es auch echt aussieht. Also war hier so die größte Herausforderung, dass es halt auch gut aussieht. Und wir sehen, ich habe jetzt mit Schwarz viel gemacht, aber das war mir viel zu dunkel. Deswegen switche ich jetzt halt nochmal auf die Weiß zurück, um einfach wieder die hellen Lichtspots rauszuholen, um wieder ein bisschen mehr Weiß reinzubringen, weil wir brauchen natürlich Weiß, um auch das Zeug einzufärben. Wenn wir natürlich viel zu dunkel arbeiten oder mit viel zu wenig Weiß, dann haben wir natürlich schlussfolgernd nachher auch nicht mehr viel zum Einfärben, weil auf Schwarz lässt sich transparente Farbe schlecht einfärben. Deswegen arbeite ich jetzt hier zum Beispiel auch wieder ein bisschen großflächiger mit der Weiß und ziehe das auch ein bisschen raus, dass ich einfach nachher mehr Futter zum Einfärben habe und dann kann ich immer noch wieder mit Schwarz und mit Weiß arbeiten, um das Ganze wieder zu highlighten und wieder neue Schatten zu setzen. Also wie gesagt, nicht nur mit einer Schicht arbeiten. Wenn ihr einen schönen Tiefeneffekt wollt oder wenn ihr generell einfach mehr Tiefe, mehr Plastizität, mehr Echtheit haben wollt, dann müsst ihr in der Regel einfach mit deutlich mehr Schichten arbeiten. Ein ganz gutes Beispiel ist es nachher am Hintergrund, wenn wir die Lichtquelle für das Whiskyglas machen. Da spiegelt sich ja das Licht vom Whisky und das Deckenlicht und so und das hat ja so eine gelbliche Farbe. Und wenn ihr da seht, wie das aussieht, wenn man es nur einmal macht, also einmal nur mit Weiß und dann einfach nur einfärbt, dann ist es ein himmelweiter Unterschied zu dem, was ich nachher gemacht habe. Ich mache es, glaube ich, 3-mal oder so. Da habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber ich glaube, 3-mal habe ich es gemacht und es gibt dann einen viel besseren Effekt, weil ich es dann halt einfärbe, nochmal mit Weiß, nochmal einfärbe, so wird ja die Kernmitte heller. Es fadet mehr nach außen so aus und gibt einfach einen viel echteren Look. Also da müsst ihr dann wahrscheinlich so müsst ihr vermehrt arbeiten, wenn ihr halt wollt, dass es eben so einen Ton gibt. So, was wir jetzt natürlich machen, ist wieder mit dem Goldocker machen wir jetzt natürlich wieder die hellen Stellen. Da bin ich auch manchmal ein bisschen großzügig, ich muss noch was trinken. Da bin ich auch ein bisschen großzügiger, weil ich natürlich auch die Farben noch ein bisschen mischen will. Und da, wo ich sehe, dass es so ein bisschen mehr ins Orangene geht, mache ich natürlich ein bisschen mehr Gelb, weil ich dann mit dem Weinrot natürlich, wenn ich da drüber gehe, ergibt sie automatisch ein dunkelorange oder dunkelbraun, je nachdem, wie stark ich arbeite. Und da kann man das halt schon so ein bisschen mischen. Und ich gucke halt jetzt schon im Vorfeld, dass ich das so mache, dass ich es noch gut mischen kann. Und wie gesagt, da liegt natürlich jetzt die Zigarre auf dem Aschenbecher und die spiegelt sich natürlich auch im Aschenbecher wieder. Und da kommt eben hier einmal das Teak Brown Candy von der Schminke. Das haben die mir noch geschickt, die Candy-Farben. Das war eben die 2 Rottöne, das Candy Gelb und dieses Braun. Und das Braun habe ich ehrlich gesagt vergessen, dass ich es hatte. Da habe ich ein bisschen so in der Farbpalette rumgekruschelt und so, nehme ich das eine Braun, das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Für die Zigarre hätte ich ein anderes Braun gern. Und dann hat witzigerweise meine Tochter gerade mit den Farben rumgespielt und meine Frau dann so gezeigt, du hast ja sogar noch ein Candy-Braun. Ich so, perfekt, ohne Scheiß, perfekt. Genau das brauche ich und das habe ich jetzt eben hier benutzt und ich fand es super. Also die Candy-Farben von der Schminke finde ich noch besser als die Standard-Transparent-Töne. Haben irgendwie noch einen geileren Look. Und da checke ich mal kurz ab. Ich weiß gar nicht mehr was, aber doch wie das farblich zu dem Boden aussieht, weil wir mischen natürlich jetzt drinnen die Farben, aber die sollten auch zum Hintergrund nachher passen, weil das ist eigentlich das, was sich auch hauptsächlich in den Sachen am Boden viel spiegelt, ist natürlich dann auch
die Bodenfarbe. Und da habe ich gerade vorher ein bisschen geguckt, ob das Braun jetzt nicht so krass anders aussieht wie jetzt bei dem Weinglas, sag ich schon wieder, bei dem Whiskyglas. Und da kann man ruhig mal ein bisschen gegenchecken und so eine Folie kurz anheben, um einfach mal genauer drauf zu schauen. Und wie gesagt, das Braun hat mir mega gut gefallen und das benutze ich nachher auch für die Zigarre, damit es einfach nochmal einen anderen Braunton hat wie das Gelb, das Goldocker und eben das Weinrot. Das ergibt ja auch einen schönen Braunton. Und da kann ich halt mehr dosiert, also mehr Farbe reinbringen, so wie ich das möchte. Aber hier war es eigentlich gar nicht schlecht. Eben nur für die Zigarre und den Aschenbecher und später noch für ein bisschen Farbe für den Hintergrund. Und so wird das Ganze gemacht. Also das ist immer ein Hin und Her, ein Schicht und Schicht arbeiten. Aber ich finde es halt mega cool beim Airbrushen. Da sind einem so viele Möglichkeiten gesetzt. Man könnte natürlich auch gleich mit den Farben arbeiten, aber das habe ich bis jetzt eigentlich noch nie groß gemacht. Also gibt natürlich auch viele, die halt direkt mit deckenden Tönen arbeiten. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie so viel gemacht, weil ich das irgendwie mit dem Einfärben irgendwie immer eleganter und cooler fand und ich auch die Farben am Anfang nicht alle zur Hand hatte. Und das war eigentlich dann die Methodik, die ich so für mich entdeckt habe, die für mich stimmiger war. Vielleicht fange ich es mal an, ich weiß es nicht, aber da bin ich hier immer offen für jeden Käse. Immer mal ausprobieren. Dann weiß man, ob es taugt oder nicht. Und ja, da sieht man wieder eben, die Maskierfolie arbeitet wunderbar. Wir haben kein Overspray. Nachher ein bisschen unten am Aschenbecher, aber wie gesagt, wir maskieren da noch einmal großflächig ab, deswegen ist das wurscht. Ja, der Hintergrund wird einmal nochmal, also das komplette Bild wird noch einmal abmaskiert am Ende, wenn wir den Hintergrund machen, weil ich mit dem Schwarz von der Leinwand nicht zufrieden war. Da habe ich irgendwie eine minderwertige Farbe. Ist jetzt auch kein Markenprodukt oder so. Aber das Ding habe ich benutzt, um die Leinwände immer vorgrundieren und die Farbe ist so beschissen, die deckt einfach gar nicht. Das schimmert dauernd alles durch und das ging mir dann bei dem Bild jetzt hier so richtig auf den Senkel. Und deswegen werden wir da nochmal den Hintergrund komplett mit Airbrush-Farbe schwarz einfärben und dann im gleichen Atemzug eben den Hintergrund machen. Und deswegen habe ich da an den Stellen jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, wenn ich weiß, dass ich es eher abmaskiere. Man sieht es dann unten jetzt ein bisschen den Overspray an der Kante, aber ist halb so wild. Aber da ist natürlich dann cool, jetzt haben wir hier natürlich einen schön abgetrennten Bereich, weil eben das Whiskyglas, da spiegelt sich halt viel im Boden. Das nimmt halt fast alle Farben auf und der Aschenbecher eben nicht so, weil der halt auch komplett aus dickerem, hellerem Glas ist. Und hier arbeite ich schon mal so ein bisschen Struktur noch von dem Holz ein, was wir im Hintergrund haben, weil da spiegelt sich eben, da sieht man eben das ganze Holz. Deswegen nehme ich da dieses Candybraun und fahre recht dicht ran. Und dann hat man dann schon so ein bisschen eben diese Holzstruktur und den Verlauf. Kann man auch eben auch mit transparenten Farben machen, wenn es halt nicht ein schwarzer Hintergrund ist. Da kann man damit auch so ein bisschen quasi malen und nicht nur einfärben. Und das habe ich da eben gemacht. Sieht man das. Sowas muss man dann halt im Kopf haben, wenn man so ein Bild malt. Viel mit Glas, da muss man eben schauen, dass es halt auch nachher alles irgendwie zusammenpasst. Und da muss man im Vorfeld immer drauf achten. Also wenn ihr sowas macht, immer drauf schauen, was sich da auch spiegelt und dass jetzt nachher auch alles generell ineinander fasst. Würde ich sagen, machen wir das mal jetzt noch ein bisschen fertig und dann melde ich mich wieder, wenn es wieder was Spannendes gibt. So, jetzt muss ich da jetzt gerade schon wieder einhaken, weil ich zeichne jetzt hier schon mal so ein bisschen den Hintergrund vor,
Was nachher eigentlich Schwachsinn ist, weil ich viel wieder mit Schwarz drüber gehe. Aber das ist mir nachher erst im Nachhinein aufgefallen, dass mir das nicht so, dass es mir halt nicht so gefällt, weil es dann auch nicht so einen schönen Kontrast hat, weil das Schwarz irgendwie an der Leinwand irgendwie, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber gerade glaube unten rechts so ein bisschen, wie es überall durchschimmert. Und ich wollte einfach einen geileren Kontrast haben. Deswegen kann man sich das eigentlich sparen. Und ihr seht hier jetzt auch noch die Banderole von der Zigarre. Die werde ich noch im Nachhinein, also die werde ich jetzt nachher, das werdet ihr gleich sehen, wieder entfernen, weil ich festgestellt habe, dass die mir doch nicht so gut gefällt. Also ich habe ja mehrere Referenzbilder von dem Bild gehabt und also bei Pinterest schaue ich da manchmal ganz gern, wenn ich mir irgendwas suche, was mir gefällt, auf was ich Bock habe, mal zu malen oder generell einfach bin ich auf dem Portal öfters mal so unterwegs und da war das eben drinnen und dann eben auch einmal ohne Banderole und ich muss dir sagen, ja, ohne Banderole gefällt es mir doch deutlich besser. Deswegen habe ich das jetzt nachher wieder weggemacht. Und ja, da müsst ihr einfach schauen, macht die Sachen immer so, wie ihr sie Bock habt und dann einfach entscheiden. Wie gesagt, hier wieder abmaskiert den Aschenbecher. Wir wollen natürlich da kein Overspray drauf haben. Das haben wir jetzt so schön bearbeitet, so liebevoll mit den ganzen Farbdetails und allem. Das wollen wir natürlich nicht vollsauen und ich könnte natürlich sehr nah und detailliert arbeiten und könnte mir das auch sparen, aber da muss ich mega aufpassen und da habe ich keinen Bock drauf. Da wollte ich einfach, dass es sauber passt und fertig. Hier unten spiegelt sich tatsächlich der Aschenbecher in der Zigarre. Da gibt da zwei so helle Lichtquellen, die habe ich jetzt schon mal vorgelegt, damit ich die schon mal im Kopf habe. So, und jetzt sehe ich so, irgendwie mit der Banderole, nee. Ich glaube, das Referenzbild, was ich euch auch reingepostet habe in dem Video, ist, glaube ich, auch ohne die Banderole. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache wieder weg. Das gefällt mir irgendwie doch nicht. Ich finde es ohne doch irgendwie cooler. Und da kommt tatsächlich mein Elektroradierer zum Einsatz. Und da habe ich mal kräftig rumradiert, damit das Ganze eben wieder weg ist. Und ja, sowas lasse ich gern drin, damit ihr seht, dass ich da auch einfach rummache, wie ich lustig bin. Und wenn es mir nicht passt, dann einfach was wegradiere oder nicht. Da dürft ihr euch, seid kreativ, macht's einfach. Wenn es euch nicht gefällt, dann macht's einfach anders oder neu oder wie auch immer. Und genau, da arbeiten wir jetzt eben die ganze Zigarre aus, auch wieder schwarz-weiß natürlich zuerst und dann den Rest wieder einfärben. Das gleiche Spiel jetzt wie bei den anderen zwei Sachen. Und hier schauen wir natürlich, dass wir so ein bisschen die Blätter und die Oberfläche von den Zigarrenblättern da einarbeiten. Also die Zigarre ist ja nicht einfach nur rund und aalglatt, sondern die hat natürlich durch diese ganzen Blätter, in die da eingewickelt ist, oder gerollt, oder wie auch immer das funktioniert, hat die eben so eine geknitterte Struktur, zumindest mal mit auf dem Referenzbild. So kenne ich mich jetzt auch nicht mit Zigarren aus, wenn ich ehrlich bin, aber man sieht es halt und die Struktur versuche ich jetzt hier so gut mir das möglich ist nachzuarbeiten, damit es einfach einen realistischeren Look hat. Werden eben hier die einzelnen Details eingearbeitet und dann wird das Ganze eben wieder in den Steps wieder gemacht mit Schwarz-Weiß einfärben. Schwarz-Weiß, je nachdem, wieder ein bisschen einfärben. Und ja, dann hake ich jetzt eben wieder ein, wenn es wieder interessant wird und dann machen wir das Ding jetzt erstmal fertig. Und ihr könnt euch das schön mal anschauen.
Und hier wird natürlich wieder mit dem schönen Teak Braun, mit dem Candy eingefärbt. Die färben wir auch nur mit dem Candy Braun ein, weil da will ich nur den Ton haben. Die Zigarre ist da ja relativ einfarbig, sage ich mal. Und durch die verschiedenen Licht- und Schattenquellen kreieren wir da dann eh schon verschiedene Farben von dem Candy Braun. Aber das belassen wir eben nur bei dem Ton, damit es halt auch sich ein bisschen abhebt von dem Rest des Bildes. Und dann kriegt das so seinen schönen eigenen Look. Und eben, jetzt wirkt das Bild, obwohl wir es schon vorher schwarz-weiß gemacht haben, und nach dem Einfärben nimmt es natürlich die Helligkeit ein bisschen wieder zurück, weil wir es natürlich einfärben. Es macht ja auch Sinn. Und dadurch wirkt es dann halt nicht mehr so, ja, nicht ganz so plastisch. Also ich würde es nach dem Einfärben die Sachen meistens nicht lassen, sondern eben dann nochmal mit Highlights arbeiten. Man kann auch mit Highlights arbeiten und es dann nochmal einfärben, damit es eben halt nochmal einen farblichen, tieferen Tiefgang bekommt. Ja. Wenn man dann sagt, ja, das ist mir dann doch zu krass jetzt noch nur mit dem Weiß, dann färbt man es halt nochmal ein bisschen ein, dann gibt es halt nochmal eine Tiefe. Und dann nur noch minimal vielleicht Highlights. Kann man auch machen. Aber ich würde es euch empfehlen, generell da nicht nur so eindimensional zu arbeiten, sondern zu schauen, dass es dadurch wird es halt einfach, sage ich mal, realistischer. Bekommt es einen realistischen Look. Aber es gibt natürlich auch Bilder, wo es dann Sinn macht, wo man es dann halt einmal einfärbt. Oder wenn es dann halt so eintönig sein soll. Wie soll ich das sagen? Wenn es dann halt zum Beispiel, wenn man einen Skull macht mit blauen Flames und dann am Ende alles einmal blau einfärbt, kann man auch machen. Hat auch wieder seinen eigenen Look. Man muss halt schauen, was man halt machen möchte. Aber wir wollen eben hier ein recht realistisches Bild haben. Deswegen machen wir hier mehrere Farbschichten, mehrere Verläufe, um einfach einen tiefen Effekt zu erzeugen, der das Ganze dann unterstützt und das Ganze dann einfach dreidimensionaler und authentischer und echter macht. Und wie gesagt, das sind so Restfetzen von so Abmaskierfolien genau richtig. Wie gesagt, ich habe mal die Lippen gemacht da mit dem Lollipop, das Video. Da habe ich auch die Lippen, glaube ich, oder ja, den Lollipop habe ich da ringsrum abmaskiert. Und es waren genau solche Reste aus dem ganzen Bild. Die habe ich da schön genommen und ach guck, da schau mal einen an, da habe ich gerade vorhin Mist erzählt, ja. Straft mich Lügen. Hier benutze ich jetzt doch wieder das Ockerbraun, um nochmal die obere Lichtquelle ein bisschen hinzukriegen, aber nicht viel, das war jetzt minimal. Doch nochmal so ein bisschen das Helle reinzubekommen. Und ja, aber um auf die Reste zurückzukommen, die hebe ich da immer ganz gern auf und man sieht ja, jetzt habe ich sie wieder brauchen können und dann werden die Fetzen immer kleiner und dann irgendwann fliegen sie dann doch mal im Müll. Aber dafür bietet es sich doch ganz gut an und deswegen lohnt sich das, die aufzuheben. Da muss man nicht immer wieder was Neues aufmachen. So, hier sieht man jetzt aber, es sieht nicht, der untere Rand gefällt mir jetzt da nicht so. Da wirkt die Zigarre so ein bisschen befremdlich in dem Ganzen. Und deswegen habe ich da jetzt die Maskierfolie abgemacht, um da eben nachher auch nochmal mit den Schatten arbeiten zu können. Damit das halt einfach runder und besser aussieht. Und genau, jetzt machen wir da eben noch die Asche vorne und ein paar Schatten und dann machen wir schon bald den Hintergrund.
So, mit dem Schwarz unten sieht das da schon wieder viel besser aus und organischer. Und jetzt maskieren wir eben das ganze Bild ab. Dafür habe ich ein neues Stück genommen, weil damit ich auch einfach sehe, wo alles ist. Und da ist noch nichts vollgenebelt mit Farbe. Einmal fest angedrückt. Und da benutze ich Maskierfolie sehr gerne bei sowas. Wenn ich dann eben weiß, jetzt mache ich einen Hintergrund und die restlichen Sachen sind fertig und da soll gar kein Overspray, dann kann ich auch komplett frei und ohne Probleme arbeiten. Hier ist einfach nur genaues Arbeiten wichtig. Normalerweise würde ich das jetzt natürlich liegend schneiden, da habe ich eine viel bessere Hand und alles. Kann da viel besser mit arbeiten, aber für euch im Stehen, ich würde mal sagen, ist mir trotzdem gut gelungen. Aber wie gesagt, legt es am besten hin, da könnt ihr dann gezielter schneiden und da wie gesagt einfach schauen, dass ihr natürlich die Oberfläche von der Leinwand nicht kaputt macht. Das ist immer eine Kunst für sich, das Ganze nicht zu beschädigen, aber das bekommt ihr dann mit der Zeit dann einfach raus, müsst ihr halt einfach öfters machen und dann passiert da auch nicht so viel. Und im Zweifel lieber etwas leichter drücken und dann nochmal nacharbeiten. Ist mir hier irgendwo auch passiert, genau hier irgendwo an der oberen Stelle. Da habe ich ein bisschen zu zaghaft dann nachher geschnitten. Da hat sie sich nicht so perfekt abgelöst. Aber auch alles kein Beinbruch und Hexenwerk. Da habe ich mich kurz aufgeregt und habe mir gedacht, ach komm, schauen wir mal oben. Und dann, ja, funktioniert. Geht ab und geht eben das Reststück von der hebe ich jetzt auch wieder auf. Das kann ich dann wieder bei irgendwas anderem benutzen. Oder reinschnipseln oder so. Und dann kann man das gut und lang benutzen. Da musste ich jetzt eben ein bisschen nacharbeiten und zack. Wir haben das ganze Bild abmaskiert. Hier jetzt genau. Und hier mache ich jetzt eben einmal nochmal schön Absaugung hinten auf Vollgas an. Dafür habe ich das Teil ja. Und das nebelt jetzt natürlich viel rum. Da bin ich froh, dass ich so eine gute Mini-Absauganlage habe. Die habe ich auch schon reichlich modifiziert. Da geht mir die Farbe leer, da fülle ich mal wieder die große in die kleine um, damit ich mit den kleinen kann ich leichter arbeiten. Und ja, da habe ich so eine Absauganlage auf jeden Fall am Start, weil die hat 2 Filter drin, die zieht schon mal die ganzen Partikel rein und dann nebelt es mir nicht die ganze Bude voll und zumal ich natürlich auch keinen Bock habe, die Farbe einzuatmen. Da braucht man sich natürlich auch nichts vormachen, das ist natürlich auch nicht gerade unbedingt gesund. Und deswegen nebel ich das Ganze jetzt ein bisschen an, ein bisschen von weiter weg, damit das Ganze einfach schön gleichmäßig ist. Also wenn man zu nah rangeht, dann kriegt man natürlich zu punktuell nachher den Hintergrund und dann ist es nicht mehr so schön. Deswegen hier einfach eine schöne Distanz nehmen, dann habt ihr kein Problem. Lieber 1-2 Schichten mehr drüber und dann passt es. Aber wie gesagt, da werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal von der Schminke die schwarze Acrylfarbe besorgen, weil das geht mir mittlerweile so auf den Senkel, da immer so viel nacharbeiten zu müssen, weil das der Scheiß einfach nicht deckt. Und da habe ich natürlich wieder, wie ich es gerne selber sage, am falschen Ende gespart. Deswegen kauft euch immer gescheites Material und auch gescheite Farben und so. So, dann fangen wir jetzt hier schon an mit dem Hintergrund. Hintergrund ist natürlich ein Holzboden. Da versuchen wir natürlich jetzt so eine Holzoptik auch hinzubekommen. Deswegen ziehe ich da jetzt eben diese Holzmaserung rein. Ich mache mir erstmal so ein bisschen Anhaltspunkt, wo das Licht überall zu sehen ist. Das ist jetzt alles erstmal so ein bisschen zur Orientierungsfindung und ein bisschen zum Einfärben des Ganzen, weil das müssen wir natürlich einfärben und dann muss es natürlich auch weiß sein. Und da fange ich eben jetzt schon mal ein bisschen an, das Ganze einzusprühen. Und ja, was ihr nachher gleich sehen werdet, ich sprühe das jetzt vor, ich setze jetzt die Holzmaserierung und färbe das dann auch ein und merke dann relativ schnell, okay, ich habe viel zu wenig Weiß benutzt und das ist genau das, was ich eingangs mal irgendwann erwähnt habe. Wenn man natürlich nicht genug Weiß hat, dann kann man auch nichts einfärben. Oder man färbt halt wenig ein und dann sieht es halt auch noch wenig aus. Und das ist eben genau das, was passiert ist.
Es sieht nach wenig aus und deswegen gehe ich nochmal richtig schön mit richtig viel Weiß ran. Aha, und da sieht man meinen blutigen Kopf, da habe ich mich gestoßen und es dann nachher nicht mehr gemerkt. Ich habe ja gehofft, dass er nicht drauf ist, aber in dem Fall, da seht ihr mal, da blute ich für euch. Habe mir gehörig den Kopf angestoßen. Da bin ich raus, Dings rein, bin runter, ist mir irgendwas runtergefallen, habe ich nachgegriffen, mir so den Schädel angeschlagen. Ja, das ist mir natürlich erst nach dem Video aufgefallen, als ich dann irgendwann in meinem Bad war, so hoppala. Aber gut, kommen wir mal wieder zurück zum Bild. Und zwar malen wir natürlich über die abmaskierten Sachen. Wir malen natürlich drüber, damit es hinten raus natürlich gleich aussieht. Also wir malen jetzt nie vorne einen Strich und dann hinten einen Strich oder so, sondern wir gucken immer, dass wir durchmalen, so wie ich das jetzt hier immer schön mache, damit es einfach vom Winkel her immer relativ gut aussieht und passt. Also wir haben es ja abmaskiert, da kann nichts passieren. Also da keine Scheue, malt drüber, das sieht nachher viel authentischer und besser aus. Und da ziehen wir eben, ich ziehe halt die Striche für diese Optik vom Holz. Holz hat ja eben diese bestimmte Maserung und das machen wir da jetzt. Und ihr seht, jetzt fange ich schon das Einfärben an und merke dann jetzt schon so, irgendwie, es sieht irgendwie nicht geil aus. Da übrigens erstmal meine RZ, die Maske habe ich auch schon ewig lang, schon sogar vor dem ganzen scheiß Corona-Kack. Die habe ich immer fürs Airbrushen benutzt, wenn ich viel eingefärbt habe, so großflächig, so wie jetzt. Einfach, um nochmal ein bisschen auf meine Gesundheit zu achten. Die hat so einen kleinen Kohlefilter-Einsatz drin, die ist richtig gut. Die benutze ich wirklich richtig gerne. Ich glaube, RZ, irgendwie so Masken. Ich kann sie auch mal verlinken, wenn es jemand interessiert. Aber die sind richtig gut fürs Airbrushen. Und ihr seht, jetzt färbe ich das ein und merke irgendwann so, boah, das wirkt ja gar nicht, das sieht scheiße aus. Sagen wir es, wie es ist, es sieht scheiße aus. Und mir ist es so im Eifer des Gefechts am Anfang gar nicht so aufgefallen, aber jetzt eben, wo ich jetzt noch dieses Braun mit reinbringe, um eben diesen Holzboden zu machen oder Tisch oder was auch immer, jetzt merke ich so, okay, das kann ich so nicht lassen, das sieht ja schäbig aus ohne Ende. Das ist nicht eurer Qualität würdig, ja, da muss ich schon ein bisschen mehr und deswegen ist das jetzt hier kein smarter Trick mit dem Weiß, sondern einfach nur ein Nacharbeiten, weil das mir halt einfach null gefallen hat. Und da seht ihr jetzt arbeite ich deutlich viel mehr mit Weiß. Und da darf es auch ruhig Overspray ohne Ende geben. Das ist jetzt nicht so wild. Und da färbe ich jetzt eben erstmal gehörig ein. Und da hat es richtig Overspray gegeben. Man sieht sogar richtig, wie es noch rumfliegt. Aber da hat die Absauganlage hinten auch gute Arbeit geleistet und es auch recht schnell wieder abgezogen. Und in Verbindung mit der Maske ist das dann alles wieder ganz gut vertretbar. Und genau, jetzt habe ich das nämlich richtig schön wieder weiß gemacht und damit können wir jetzt arbeiten. Also das können wir natürlich jetzt einfärben. Jetzt kommt nochmal die Nachstruktur. Jetzt muss ich halt alles nochmal machen, so wie vorher halt. Aber das ist halt dann, das ist dann halt so. Die Arbeiten sollte man sich aber dann auch machen, weil das Endergebnis nachher ist halt tausendmal besser. Und das meine ich eben, ich mache dann halt auch wirklich Sachen komplett neu, wenn ich damit nicht zufrieden bin. Weil das einfach passen muss. Und hier sieht man wieder eben schön über die Maskierfolie arbeiten und das Ganze einfach einem Zug durchziehen. Dann sieht es authentisch aus, dann sieht es auch realistisch aus. Da kommt noch ein kleiner Trick dazu. Hier mache ich jetzt natürlich unten die Sachen von den Reflexionen noch nicht dran, weil ich nicht sehe, wo das jetzt genau am Aschenbecher ist. Jetzt habe ich natürlich viel drüber geairbrushed. Da muss man natürlich dann nachher das am Ende machen mit den Reflexionen am Boden. Damit das auch nachher wirklich dann auch passt zu den Sachen, wo wir aufgemalt haben. Und wir sehen jetzt natürlich, es ist ein ganz anderes Level jetzt, wenn wir mit dem einfärben. Und da haben wir jetzt eben wieder das Goldocker und nachher mixen wir dann noch das Braun rein, das Candybraun und das Weinrot, um eben diese Holzoptik zu generieren. Und was ich dann noch mache, ist mit einem Pinsel und Schwarz. Den tauche ich da ein und spritze den so nach oben. Es gibt meistens so kleine
Punkte und Flecken. Das sieht dann halt so wie die Porung vom Holz aus. Kann man machen. Ist mir da jetzt nicht ganz so geil gelungen, wie ich es gerne gehabt hätte. Das habe ich schon mal besser gemacht bei dem Projekt. Da hatte ich aber auch einen anderen Pinsel. Der war jetzt nicht so optimal dafür. Aber das gibt nochmal einen ganz coolen Look dann. Wenn man das eben so ein bisschen drauf spritzt. Oben am Whisky-Hals ist ein bisschen too much gewesen nachher. Das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber es fällt kaum auf. Deswegen gut zu verkraften, aber eigentlich schlägt man es ein bisschen drauf, damit die Spritzer in eine Richtung spritzen, damit es eben so einen Punkt gibt mit so einem kleinen Strich hinten dran. Dann sieht es meistens aus wie so eine Holzpore. Aber ja, da hätte ich ein bisschen feiner noch arbeiten müssen. Hier jetzt wieder der Trick mit der Candy Braun. Wir haben es jetzt drinnen, gehen recht nah ran und können damit dann auch wiederum Schatten ziehen und färben quasi nicht alles einfach nur ein, sondern suchen uns hier dann die verschiedenen Stellen raus, damit es ein bisschen mehr Dynamik kriegt, das Holz, damit es einfach ein bisschen besser aussieht. Und genau, dann merkt man jetzt schon, es sieht schon richtig cool aus. Also wenn man nachher die Folie abzieht, gibt es dann einen richtig schönen Aha-Moment. Denkt man sich, ja, geil, das ist super geworden. Das ist für mich auch immer ein ganz spannender Moment bei sowas dann. Das macht dann immer richtig Spaß, das abzupulen und zu sehen, so, boah, geil, das passt. Die Farben passen vor allem. Das ist natürlich da jetzt immer ein bisschen kritisch dann, aber wenn man natürlich im gleichen Farbspektrum weiterarbeitet, dann soll es generell von der Physik her auch schon passen. Und da war ich echt mega zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann kann man eben diese Detailarbeit, diese Spiegelung machen. Und genau. Jetzt arbeite ich nochmal ein bisschen mit Schwarz außenrum, um wieder ein bisschen diesen Overspray runterzunehmen und auch generell so ein bisschen die Helligkeit, weil so weit wollte ich es jetzt nicht haben. Aber ich habe lieber ein bisschen mehr Weiß dann gegeben, dann hatte ich mehr Fläche zum Arbeiten und so hat es dann eigentlich ganz gut gepasst. Und da war ich auch wirklich zufrieden. Und da kommt eben dieses Sprenkeln. Da hat es gut gepasst und dann weniger gut. Es lag daran, dass die Farbe dann ein bisschen blöd verdünnt war von mir. Da hat es einmal richtig hart gespritzt oben. Da sieht man es am Hals, am Flaschenhals. Da habe ich mir gedacht, kacke, aber ist trotzdem ein cooler Effekt für Holz, wirklich. Kann man empfehlen, kann man machen. Ich weiß immer einen Pinsel mit ein bisschen längerem Borsten, den habe ich mal abgeschnitten für einen anderen Effekt und deswegen hat der nicht mehr so gut funktioniert. Aber wenn man einen längeren Pinsel hat, dann kann man den auch so dann auf den Finger schlagen, dann gibt es einen besseren Effekt. Und ja, da arbeitet man da dann nochmal ein bisschen nach. An den Stellen, wo es jetzt ein bisschen zu krass war, ich hätte vielleicht auch kein Schwarz nehmen sollen, sondern so ein bisschen dieses Candy Braun vielleicht. Wäre es dann vielleicht noch besser geworden. Aber das habe ich dann am Ende nochmal ein bisschen runtergenommen. Mit Candy Braun habe ich dann nochmal die Stelle ein bisschen angesprüht, dann hat es das ein bisschen runtergenommen. Aber ihr seht, was ich meine. Das kann schon einen ganz coolen Effekt geben. Genau, jetzt machen wir noch den Schatten von der Zigarre. Schauen wir mal, dass es halbwegs passt. Da kam mal wieder so ein Schwall Farbe. Ist immer ganz nett, wenn das passiert. Das kann manchmal richtig böse enden, wenn es dann auf einmal so einen Flatsch macht und dann so ein schönes Deckschwarz dann einfach mal irgendwo das ganze Bild versaut. Aber war jetzt hier Gott sei Dank nicht der Fall. Und genau. Eigentlich war es besser ausgerichtet, aber bei dem Schnitt kam meine Tochter rein und hat das Stativ wieder verdreht und ich habe es nicht gemerkt. Weil die kam halt kurz rein, hat mich voll gebrabbelt und ging wieder raus und dann ist sie halt so dumm ran. Ich habe kurz geguckt, ja, passt noch und dann gesehen, dass es nicht mehr ganz so ausgerichtet war, wie es hätte sein sollen, aber man sieht Gott sei Dank noch genug. Hier machen wir jetzt den Schatten vom Whiskyglas und nachher kommt eben da die Lichtquelle vom Glas unten hin. Ihr seht schon so ein bisschen, ich habe es ja schon mal ein bisschen angedeutet. Aber das maskiere ich neben nachher nach dem Schwarz jetzt alles ab, damit ich es besser sehe. Das ist jetzt eben, da kommt schon der Moment. Ja, geil. Was gibt es Besseres als Folie abziehen? Genau, jetzt schaue ich eben mit dem Schatten das Ganze an. Und dann natürlich nachher auch.
Also ich brauche das jetzt einfach, um zu sehen, wo die Lichtquellen nachher auch wirklich sitzen, auch vom Referenzbild her. Kann ich mit dem Abmaskierten natürlich nicht mehr machen, weil man da einfach nichts mehr erkennt. Und das dann natürlich auch ins Grüne reinzumachen, wäre natürlich auch nicht so sinnvoll. Passt das nämlich nachher nicht mehr genauso, wie es passen sollte. Und dann habe ich das eben so nochmal gemacht. Und genau, da sind wir jetzt eben, da kommt wieder die Freihandschablone zum Einsatz. Das ist wirklich, das Tool mag ich. Das mag ich wirklich. Genau, und da kommt jetzt eben noch die schöne Detailarbeit rein. Und dann eben am Ende noch das mehrschichtige bei dem Whiskyglas, was ich eben vorhin schon erzählt habe. Und dann schaut euch das mal noch schön weiter an.
jetzt kommen wir natürlich noch zum Finale. Grande de Finale. Das allerletzte, der Rauch natürlich. Da schaue ich jetzt einfach mal so Pi mal Daumen, wie es auf dem Referenzbild ist und fahre das dann einmal ab. Ich kann gleich sagen, ich werde es nachher oben einmal nochmal ein bisschen mit Schwarz wieder wegmachen, weil es mir nicht gefallen hat, was ich da so fabriziert habe. Vor allem gerade Rauch und so ist ja wie Feuer, ähnlich von der Machart her. Und das hat mir da nicht so gut gefallen und dann habe ich den oberen Teil einfach nochmal gemacht. Und hier wieder eben arbeiten wir ein bisschen wie beim Feuer, bloß nicht so viel mit der Maskierfolie, weil der Rauch relativ smooth ist. Da arbeite ich dann doch lieber mehr Freihand und setze halt nur so vereinzelt ein paar. Guck mal, die Stelle oben, die hat mir gar nicht gefallen. Irgendwie, das sieht jetzt irgendwie aus wie so ein Zinken, keine Ahnung, wie so ein Haken. Irgendwie das hat mir nicht so getaugt, den mache ich nachher wieder weg. Aber wie gesagt, ich setze mit der Freihandschablone so vereinzelt ein paar Stellen, wo ich so weggehe wie beim Feuer, dass es dann halt so eine leichte, schöne, harte Kante gibt und Abgrenzung. Aber wie gesagt, der Rauch ist generell recht smooth. Und deswegen habe ich da dann die restlichen Teile eigentlich dann alle so Freihand mit den einzelnen paar Stellen von der Schablone verbunden. Und so gab es dann einen schönen dynamischen Rauch. Der hat mir dann wieder richtig gut gefallen. Da eben habe ich dann im Referenzbild gesehen, ach, da ist eigentlich eher so ein Wirbel oben und nicht so, wie ich es jetzt gemacht habe. Deswegen gehe ich da auf jeden Fall nochmal rüber. Aber da sieht man es eben, Maskierfolie, Freihandschablone hinhalten und dann eben so von der wegbrushen. Dann kriegt man so einen schönen, das war dann der ganze Killer, da war das Ganze dann richtig scheiße. Und dann habe ich gedacht so, nee, ich habe es erst noch versucht ein bisschen zu retten oder ein bisschen dran rumzupfuschen, wie man dann schön sagt. Und mir gedacht so, nee, das gefällt mir nicht. Das machen wir nochmal neu. Und genau, deswegen da einfach nochmal schönes Nacharbeiten. Aber wie gesagt, solche Effekte sind eigentlich, also sowas macht mir mit am meisten Spaß, so Raucheffekte und so ein Zeug. Wobei ich sagen muss, mache ich jetzt glaube ich auch erst zum Rauch zum zweiten Mal. Bei dem einen Lippenvideo, was ich da gemacht habe, mit den Lippen mit dem Pistolenlauf, da habe ich das erste Mal Rauch gemacht, hier jetzt das zweite Mal. Aber sowas macht mir dann immer mit am meisten Spaß. Da hatte ich ein bisschen viel Overspray, deswegen habe ich da jetzt nochmal ein bisschen was rausgenommen. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt mit Schwarz wieder entfernt und mache es nochmal neu. Schön wieder Freihandschablone ansetzen und dann war das wieder eine ganz andere Geschichte. So, und jetzt kriegt es eben diesen schönen Drall, diese schöne Drehung, wie es auch im Referenzbild ist, wenn sich der Rauch dann so ein bisschen verzwirbelt. Das sieht jetzt geil aus, das hat mir gefallen und so können wir es auch lassen. Ja, muss ich wirklich sagen, also hat mir mit am meisten auch Spaß gemacht. Also, nee, nicht ganz. Also der Whisky-Griff unten am Glas, das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, aber das am zweitmeisten. Das Whisky-Glas unten, das war einfach so, das lief so gut, das hat einfach gleich gepasst, das hat gleich so einen schönen, echten Touch gehabt, wo ich mir gedacht habe, geil, das gefällt mir gut. Hier natürlich beim Rauch sehr verdünnt mit der Farbe arbeiten. Wir wollen hier bloß das soll sehr transparent wirken. Ja. Also hier habe ich einen Tick mehr verdünnt wie sonst. Das sei noch gesagt. Und genau, das gibt jetzt schon einen ganz guten Effekt. Kommt noch ein bisschen Feintuning. Und da sind wir eigentlich auch schon gleich fertig. Und haben da das ganze Bild gemalt. Das ist doch mal eine richtig geile Sache, oder? So, das Bild ist fertig. Jetzt wird es noch signiert mit meinem geilen Glas. Mit meiner kleinen Glasfeder. Ist mega cool. Ein Geschenk von meiner Frau. Ein richtig cooles Teil. Damit habe ich bis jetzt jedes Bild signiert. Den habe ich sicher schon seit 10 Jahren. Richtig cooler Stift. Ein bisschen gefrickelt, aber mittlerweile hat sich das so
zu einem Ding eingeschliffen. Da wird jedes Bild von mir handsigniert mit dieser Glasfeder und die ist mega cool. Cool zu halten. Eigentlich mache ich das natürlich auch im Liegen, damit die Farbe gescheit abläuft, aber für euch jetzt hier mal im Stehen. Und da mir jetzt die Schrift natürlich jetzt ein bisschen zu sehr auffällt und mir dann das zu sehr vom Bild ablenkt, färbe ich die nochmal in dem Candybraun ein, damit die ein bisschen zurückgenommen wird. Und dann haben wir es geschafft, dann ist Finale. Ding fertig. Am nächsten Tag habe ich natürlich noch Firnis drauf gemacht und dann waren die Kontraste viel besser und schaut es euch an. Das Endprodukt, ein richtig cooles Bild geworden. Also richtig geil. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr habt Spaß an solchen Videos und habt mir gerne zugehört. Mich freut es auf jeden Fall mega. Ich werde sowas auch gerne öfters machen, wenn ihr das wollt. Haben wir jetzt ein schönes Tutorial gehabt von dem ganzen Ding, wo ich euch alles drin lasse, alle Fehler und Nicht-Fehler und euch einfach von A bis Z zeige, wie so ein ganzes Bild mal gemacht wird. Das waren jetzt insgesamt 7 Stunden, habe ich ungefähr geguckt, 7 Stunden. Ohne noch natürlich das Putzen und Machen und so. Ja, aber das war ungefähr die gesamte Zeit mit allem. Und ja, lasst mir für sowas doch gerne einen Daumen da, einen Kommentar. Das bringt keinen um. Und natürlich liken, abonnieren. Ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. Aber ich erzähle es immer gerne wieder. Pusht uns zu dem Limit, ja. Wie gesagt, schickt mir gerne die Bilder. Schaut euch das letzte Video an mit dem Aufruf. Schickt mir da gerne die Sachen an die E-Mail-Adresse. Das wäre noch richtig geil. Und wie gesagt, liken, teilen. Zeigt es euren Müttern, euren Kindern, allen, was das für ein geiler Shit ist. Damit ich da weiter vorankomme, das wäre natürlich mega cool. Und wer natürlich Bock hat, auch mich finanziell zu unterstützen, kann das gerne auch machen via PayPal oder Patreon. Beides in der Infobox. Also kein Muss, aber ein Nice to have. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder am Maltisch und ich freue mich schon drauf.